Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur Wochenbotschaft für den 13. Januar bis und mit 19. Januar. Wir schauen uns die Hauptthemen an, also die Hauptenergien, die uns in dieser Woche so ein bisschen begleiten, so uns vielleicht auch eben begegnen. Und denkt daran, das ist eine allgemeine Legung, biege nichts zurecht, weil wahrscheinlich wird nicht jede Botschaft für dich sein und das ist völlig in Ordnung. Nimm darum nur das an, was sich für dich auch gut anfühlt. Falls du dich für das Thema Karma und Lebensaufgaben interessierst, folge mir doch gerne auf Instagram oder auch auf TikTok. Dort teile ich immer wieder mal mein Wissen. Vor allem auf Instagram mache ich immer wieder mal kostenlose Impulse-Readings. Falls du davon profitieren möchtest, unten findest du den Link zu meinem Instagram und auch zu meinem TikTok-Kanal, Konto. Sagt man das so? Ich glaube es, ja. Ja, dann würde ich sagen, starten wir doch mit unserer Wochenbotschaft. Wo dürfen wir hinschauen? Was ist nächste Woche besonders wichtig? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber diese Woche war es letzte Woche? Ja, letzte Woche und diese Woche war so ein bisschen die Energien. Ja, es hat sich so angefühlt, als wäre etwas angestaut. Als würde sich was anstauen. Was gilt es für nächste Woche zu wissen? Wo dürfen wir hinschauen? Was dürfen wir uns zu Herzen nehmen? Wir haben zweimal das Stopp, wir haben Verletzlichkeit und lasse deine positiven Gefühle Kreise ziehen. Ja, nicht in der Mangelenergie oder in Frustration verweilen. Das heißt jetzt nicht, dass du das unter den Teppich kehren sollst, überhaupt nicht. Aber die Karte möchte dich daran erinnern, immer das Positive zu sehen, nicht nur das Negative, sondern auch wenn das Positive halt einmal nur ganz klein ist. Das gibt's manchmal. Ich kenne das, dass man das Gefühl hat, alles klappt nicht oder das Universum ist gegen einen. Versuch da wirklich deine positiven Gedanken oder deine Wünsche, deine Träume vielleicht mehr zu fokussieren und daraus die Energie der Hoffnung zu schöpfen und nicht die Energie der Frustration, weil das muss ich wirklich ganz stark sagen, das habe ich wirklich gelernt, dass Ziele, Träume, Wünsche uns entweder Hoffnung schenken, wenn wir es positiv annehmen. Wenn wir es aber nicht positiv annehmen, kann es auch zu Frustration, also kann uns das auch Frustration bringen, weil wir vielleicht etwas nicht haben oder wir nicht dort stehen im Leben, wo wir eben gerne stehen wollen. Und hier ist es ganz wichtig, dass du dir das vielleicht zu Herzen nimmst, dass du Wünsche und Träume, dass du daraus die Energie der Hoffnung auch schöpfst. Weil viele verlernen auch zu träumen oder auch sich Ziele zu setzen, genau deswegen, weil sie frustriert werden dadurch, weil sie es nicht haben. Und ich glaube, das hat ganz stark auch mit dem Thema zu tun, nicht an sich glauben. Also nicht daran glauben, dass es in Erfüllung gehen kann. Und hier habe ich wirklich das Gefühl, du darfst mehr an dich glauben und deine positiven Gedanken, deine Träume so ein bisschen mehr Raum geben. Dass du diese Energie der Hoffnung fühlst, dass sie dir Kraft gibt. Ich sehe auch, dass du nicht immer so tun musst, als wärst du unverwundbar, sondern dass du auch deine verletzliche Seite zeigen darfst, vor allem auch in der Partnerschaft. Du musst nicht immer ich sage es jetzt etwas salopp, auf stark tun. Du darfst sagen, wenn dich etwas verletzt. Du darfst deine Gefühle mitteilen. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass man auch auf seine Gefühle hinschaut, sie wahrnimmt. Nicht nur im Außen die Gefühle der anderen wahrnimmt, sondern auch die eigenen. Weil deine Gefühle sind auch wichtig. Vergiss das nicht.
Das sieht man eben oft bei Menschen, die sehr spirituell sind, dass sie das vergessen, dass sie zu stark auf die Gefühle der anderen Rücksicht nehmen, was ja wunderbar ist, aber ihre eigenen Gefühle vergessen sie. Vergiss deine eigenen Gefühle und Bedürfnisse nicht. Die sind auch wichtig. Schauen wir mal, was ist denn das Hauptthema, die Hauptenergie, die uns ganz stark begleitet nächste Woche. Für das Kollektiv, hier haben wir das Stopp, Ass der Stäbe. Ja, Ass der Stäbe ist für mich wirklich pure Schöpferkraft. Dieses Kreieren, Erschaffen, Träume erschaffen, Leben, das richtig Leben, dass sich das Leben nach Leben anfühlt und nicht nach Kampf. Und es kann sein, dass es bei ganz vielen an der Zeit ist, mehr zu leben. Raus aus dem Roboter-Dasein, das für ganz viele an der Zeit ist, auch sei es beim Thema Sexualität, sich dort mehr zu entfalten, vor allem wenn Bedürfnisse da sind. Und Ass der Stäbe deutet auch auf Anziehung hin, dass hier nächste Woche, dass ich dir was zeige, eine Art Anziehung. Und das kann eine Idee sein, das kann eine Nachricht sein, das kann auch ein Mensch sein, aber es geht darum, dass du dich dorthin gezogen fühlst, vielleicht zu dieser Information, zu dieser Möglichkeit. Verfolg das mal, weil daraus könnte eine Chance entstehen. Schauen wir mal, warum Ass der Stäbe. Ich habe auch das Gefühl, Ass der Stäbe möchte uns auch daran erinnern, kreativ zu sein, das Leben kreativer zu leben. 7 der Münzen, ich sehe auch, dass vielleicht nächste Woche sich wirklich einige Gedanken machen, soll ich diesen Weg gehen bezüglich Ass der Stäbe oder dort, wo man sich hingezogen fühlt, das kann auch ein Berufsfeld sein, soll ich den Weg gehen, soll ich das Geld investieren oder die Zeit investieren, lohnt es sich oder eben nicht? Und schau dir das mal genau an, weil es fühlt sich eigentlich sehr, sehr gut an. Schauen wir mal, was für eine Herausforderung kommt auf uns zu. Was für eine Herausforderung, Hindernis, Blockade werden wir konfrontiert. Ja, zu kopflastig. Es rattert und rattert und rattert und rattert und rattert. Und Ass der Stäbe ist aber eine Karte des Tuns. Ich handle. Das ist so ein bisschen die Energie eben der Schöpferkraft, dieses innere Lebensfeuer und sich dem hingeben. Aber als Hindernis ist eben dieser König der Schwert, Luftenergie, kopflastig, zu verkopft. Also da ein bisschen aufpassen oder Acht geben, vor allem nächste Woche, wo zerdenkst du Dinge? Wo hast du das Gefühl, ziehen Gedanken, Worte, Kreise. Dort gezielt mal Stopp sagen, vielleicht auch durch Meditation oder Sport. Das kann helfen. Schauen wir mal. König der Schwerter als Herausforderung. Ja, oha, das ist jetzt ganz, ganz interessant. Das finde ich jetzt sehr, sehr spannend, weil die Herrscherin passt total zu 7 der Münzen, deutet darauf hin, damit ja etwas entstehen kann, musst du ja eben zuerst es ist wie bei einer Pflanze, musst du ja diesen Samen zuerst in den Boden setzen und nur weil du den Samen in den Boden gesetzt hast, passiert ja noch nichts. Der Boden muss noch genährt werden, du musst die Pflanze tränken, du musst schauen wegen dem Licht, die Erde soll stimmen. Es braucht Aufmerksamkeit, es braucht Pflege, es braucht Geduld. Und das ist genau das Thema. Möchte ich diese Zeit investieren? Können überhaupt Wurzeln entstehen? Oder was muss ich investieren, damit es klappt? Und einen neuen Weg gehen oder in etwas investieren heißt auch oft, dass man etwas anderes loslassen muss. Oder irgendwo einen Cut macht, um Platz zu schaffen.
Und das ist eben die Herausforderung, die sich uns auch nächste Woche so ein bisschen zeigt. Was kommt sonst noch? Nehmen wir 2 Karten, einfach das Wichtigste. Wow, Königin der Stäbe. Ja, mehr vom Leben wollen, mehr wollen. Vielleicht auch einfach, ich habe das Gefühl, es geht auch um das Thema glücklicher werden. Sei das in einer Beziehung, vor allem wenn du in einer Beziehung bist oder in einer Verbindung, die etwas so ein bisschen eingeschlafen ist, dass es wieder mehr Feuer bekommt, dass es wieder mehr lebt oder man möchte begehrt werden. Und auch beruflich gesehen, weil Königin der Stäbe, die lebt ihre Berufung, die macht ihr Ding, die kreiert, die erschafft, die ist so selbstsicher und versprüht eine Energie, pure Inspiration. Und es kann sein, dass du so einem Menschen begegnest oder mit so einem Menschen sprichst. Das kann auch natürlich auf YouTube sein, das muss nicht in echt sein. Oder es geht um ein Feuerzeichen, wo du eben diese Anziehung fühlst, muss nicht sein, kann, aber vor allem geht es darum, eben um diese Befreiung, sich wohlfühlen auch im eigenen Körper, Passion leben, ja, diese Entfaltungsenergie, aber gleichzeitig sehe ich hier einen Widerstand. 5. Stäbe, ich sehe, dass es nicht so einfach ist. 5. Stäbe deutet oft darauf hin, dass ein Widerstand im Außen ist. Das heißt, dass vielleicht einige eben diese Schöpferkraft nicht verstehen oder im Außen Umstände da sind, die es vielleicht nicht so einfach machen. Und darum, denke ich, kam auch diese Karte positiv bleiben, nicht aufgeben, egal was im Außen passiert. Schauen wir mal, Königin der Stäbe. Wenn du in einer Beziehung bist, dann kann es auch sein, dass vielleicht dein Gegenüber dich nicht so versteht oder dass man vielleicht ein bisschen aneinander vorbei redet oder so ein bisschen einfach hitzig diskutiert, kann auch sein. König der Münzen, ja, vielleicht wünscht sich auch jemand Reichtum oder möchte einfach mal wie ankommen, eine Basis haben und kreieren, Liebesleben, Beruf. Ja, ich habe das Gefühl, bei ganz vielen geht es nächste Woche um das Thema Berufung leben oder einfach mehr Leben. Ich weiß nicht warum, aber ich nehme einfach das Thema Leben wahr, ganz, ganz stark. Warum 5. Stäbe? Warum 5. Stäbe? Oh, das Gericht deutet schon wieder auf das Thema im beruflichen Sinne. Bedeutet Ass der Stäbe, Königin der Stäbe, die Hohepriesterin, das Gericht wirklich darauf hin, dass es an der Zeit ist, deine Lebensaufgabe auch zu erfüllen, jetzt im beruflichen Bereich, im Selbstverwirklichungsbereich, dass du dort mehr das machst, was zu dir gehört. Und dieses Thema könnte dich eben ganz stark begleiten, dass es auch Zeit ist für Entscheidungen, dass es Zeit ist für Transformation, um vorwärts zu gehen. Aber eben dieses Vorwärtsgehen und diese Transformation ist nicht so einfach. In der Liebe sind es auch Seelenkarten, dass es wirklich an der Zeit ist, dass du Verbindungen eingehst, die sich wirklich gut anfühlen, die dich auch inspirieren, wo du mit deinem Partner vielleicht die Welt entdecken kannst und nicht in einen Robotermodus eintauchen musst. Also es geht ganz stark um das Thema raus aus dem Robotermodus. So leichte Frustration ist auch drinnen und das zeigt sich ganz stark nächste Woche. Schauen wir mal, was ist denn der Rat? Erinnere dich an deine vergangenen Träume, an deine vergangenen Wünsche. Was waren früher deine Träume, deine Wünsche? Es kann sein, dass ein Wunsch davon zu deiner Aufgabe gehört. Es kann auch nur ein Teil davon sein. Erinnere dich mal zurück. Vielleicht was wolltest du als Kind oder wo du vielleicht noch jünger warst. Was war dein Wunsch, dein Traum? Und welcher Wunsch und Traum war wirklich echt? Und hast du so ein bisschen in die Schublade gepackt? Was liegt im Schatten? Was möchte sich uns zeigen?
oder dürfen wir es ein bisschen mehr bewusster wahrnehmen. Alles ist möglich, aber man muss vielleicht einen anderen Weg gehen, als wir denken. Das heißt, es geht ganz stark um das Thema Kompromisse, Mittelweg, dass wir nicht nur an einem Weg verharren, sondern immer wieder so kleine Abzweigungen nehmen. Es braucht dieses Mittelmaß. Also hier ganz wichtig, mehr in deine Balance kommen und dich vielleicht auch mehr von deiner Intuition führen lassen, aber Stück für Stück natürlich. Und dann wird sich auch der Weg zeigen oder die Möglichkeiten. Ich sehe eben ganz stark das Thema Balance ist sehr wichtig, dass man gemeinsam, vor allem auch wenn du in einer Beziehung bist oder das Thema Liebe hast, dass du dich nicht stur auf etwas festklammerst, auf irgendeine Vorstellung, sondern dass du einfach mal offen bist und auch erkennst, was ist dir wirklich wichtig und wo kannst du auch Kompromisse eingehen. Klar, bei den Herzenswünschen gibt es keine Kompromisse, das ist völlig in Ordnung. Aber wir haben ganz viele Vorstellungen manchmal, die eher aus dem Ego kommen und Wünsche aus dem Ego, dort gibt es immer Kompromisse. Und erkenne das, nimm das ein bisschen bewusster wahr. Ja, das waren die Botschaften. Ich wünsche euch alles Liebe und alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.